Gama Jobber, wir haben unsere Pakete. Irgendwie 3 Wochen später oder so. Ja, mit ein paar Zollproblemen eben, aber jetzt halten wir die Pakete unserer Muttis in den Händen. Ja, und unser georgischer Kontaktmann, der musste dann noch irgendwie zur Bank rennen und irgendwas bezahlen und wieder hier und hat uns das abgeholt. Das ist auch ein bisschen, und der kannte uns ja noch nicht mal. Also es war total nett und wirklich sehr gastfreundlich und einfach sehr hilfreich und krass, dass er es einfach gemacht hat. Aber wir würden uns das nächste Mal überlegen, ob es nicht echt, also es wäre fast günstiger gewesen im Nachhinein nach Deutschland zu fliegen, Familie Sachen besuchen. zu holen und herzukommen. Also außerhalb der EU Sachen zu verschicken, können wir nicht empfehlen, wenn es nicht wirklich nicht anders geht. Ja. Und jetzt machen wir das erstmal auf. Das ist aufregend. Yay! Ah, Festplatten, so ganze Festplatten. Videos. Dann haben wir eine neue Kamera für bessere Videos und Zubehör. Und das Allerwichtigste, weswegen wir das halt jetzt auch haben mussten und nicht ohne weiterfahren konnten, war das Canede Passage, 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 Passage. Das ist ein Zolldokument, das man fürs Auto braucht, um in Länder wie den Iran zu fahren. Und das war so das Wichtigste und deswegen sind wir jetzt auch noch so lange hier geblieben und jetzt haben wir das und jetzt kann die Reise weitergehen. Ja, und dann noch hier tolle kleine Schrauben. Ah, für das Stativ. Toll. Vegane Würstchen, Hefeflocken, noch mehr Hefeflocken, Backpulver. Da muss man eine Kreditkarte. Und vielleicht erinnern sich ein paar von euch, meine Kreditkarte wurde ja in der Türkei eingezogen. Jetzt habe ich hier eine neue. Ja toll! Okay, dann mal gucken, was deine Mama... Da kommt jetzt noch mehr Essen. Oh je, was ist das denn? So zum Schutz vielleicht. Für unser neues Kaninchen. Ah, Aufstriche. Guck mal. Aufstriche. Erbse Masala. Der ist gut. Tomate Basilikum. Oh, das hört ja gar nicht auf. Nee. Noch mehr Aufstrich, noch mehr Geil, das Aufstrich. ist wie Weihnachten, Leute. Wir kriegen ja Noch nie mehr. Geschenke. Nee. Hallo. Hallo. Das kann sich ja so selber sehen. Ja, das war, wow, das sieht ja richtig gut aus. Also die Qualität. Oder? Mhm. Und der Autofokus. Nach den 2 Tagen hin und her mit den Paketen hatten wir jetzt endlich Zeit, Tiflis zu entdecken. Um uns einen Überblick über die Stadt zu verschaffen, haben wir erstmal eine Runde im Hop-on, Hop-off Sightseeing-Bus gedreht. Das fanden wir ganz praktisch, weil der Bus durch verschiedene Viertel und an allen großen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt. So konnten wir schauen, was wir noch zu Fuß erkunden wollten. Sowjetische Architektur, die Altstadt und den Panoramablick über die Stadt fanden wir spannend. Am nächsten Tag ging es dann aber auch wieder mit wichtigen Erledigungen weiter. Wir benutzen übrigens diesen Hop-on, Hop-off Sightseeing-Bus als öffentliches Verkehrsmittel. Wir haben von Freunden dieses Ticket noch geschenkt bekommen und deshalb nutzen wir das jetzt einfach, um ans andere Ende der Stadt zu fahren, zu diesen Kopftuchgeschäften. Genau, und das ist 24 Stunden gültig, deswegen können wir es heute auch nochmal nutzen. Ja. Yeah, wir fahren los! Hui. So, jetzt sind wir in dieser Einkaufsstraße ausgestiegen. Es hat natürlich ein bisschen länger gedauert, wenn man halt einen Sightseeing-Bus als öffentliches Verkehrsmittel nimmt, weil dann fährt man halt einmal durch die Stadt und bekommt ganz viele Dinge erzählt. Hast du noch irgendwas gelernt da vorne bei der... Ja, schon noch ein paar Gebäude weiß ich jetzt, welcher das ist. Und es ist ganz lustig, weil sie das dann immer auf Russisch und auf Englisch macht. Ah, ja. Und dann aber auch so gesagt hat, dass halt so und so viel Prozent von Georgien von den Russen besetzt ist und so. Das ist alles so ein bisschen absurd. Ja, aber es ist ganz lustig oder ganz spannend, dann wenigstens mal zu hören, ja, das ist die und die Kirche. Das heißt jetzt nicht, dass man da hin muss, aber dann hat man es wenigstens mal gehört. Und wie warm ist es jetzt schon? Es geht. Naja. Ne? Ja.
brauche ja nicht nur ein Kopftuch, ich brauche auch noch Kleidung, die doppelt über den Popo geht. Also wenn ich eine Hose anhabe, muss ein Shirt auch nochmal über den Popo gehen. Das habe ich nicht so viel. Oder halt lange Kleider und die Arme bedeckt. Was den Rest der Klamotten angeht, kann ich ja dann erstmal improvisieren. Und im Iran wird es ja dann auch Shops geben, die Klamotten anbieten. Und dann kann man sich ja immer noch mal da auch was kaufen. Aber es ist ja bescheuert, jetzt hier irgendwie sich ein Kleid für teuer Geld zu kaufen. Dann kann ich das notfalls auch im Iran noch mal machen. So, und wo gibt es jetzt die Köfte? Es ist Mittagszeit. Hier ist der Chiköfte-Laden, glaube ich, auch nicht. Wir haben wieder gemerkt, Fragen hilft. Wir sind einfach nochmal zu einem anderen Restaurant gegangen und haben gefragt, ob die Chiköfte haben. Sie haben dann so eine Durchsage mit einem Funkgerät gemacht und die Küche gefragt. Auf jeden Fall gibt es das hier jetzt und deswegen sitzen wir jetzt hier und warten auf unser Essen. Yummy! Da lohnt es sich, im türkischen Viertel oder in dem internationaleren Viertel zu sein. So, das war ja lecker. Auch wenn, ehrlich gesagt, hat so ein bisschen die Granatapfelsoße gefehlt und der Koriander und vielleicht noch ein Stück Gurke und Tomate. Also es ist natürlich besser in der Türkei und wir hatten es da einfach schon mal viel besser, aber es war jetzt trotzdem gut. Jetzt laufen wir hier noch so rum und versuchen das coole Univiertel zu finden. Da lang? Da? Oder noch einen weiter? Ich glaube, die Uni ist da. Wir sind jetzt extra nochmal ins Univiertel gelaufen, weil es hier ganz viele coole Cafés und Vintage-Shops gibt und ganz viel Street Art. Und das ist ganz oft so, dass die hippen Leute sich um die Uni rum sammeln und man deswegen in diesem Viertel nochmal ganz coole alternative Sachen entdecken kann. Das Problem bei sowas ist ja immer, man weiß ja überhaupt nicht, oder ich kenne mich überhaupt nicht damit aus, wie viel wert das jetzt ist, weil ich ja gar nicht einschätzen kann, ob das jetzt original alt ist, ob es ein nachgemachtes Stück ist und wie viel ich dann dafür bezahlen sollte oder wie ich noch handeln könnte. Das heißt, bei ein paar Sachen kann man sich denken, dass manche Sachen alt sind, also wirklich alt, und bei anderen kann es auch sein, dass sie halt einfach Replikate sind und aus China kommen. Weil das ist ja zum Beispiel geil. Erst denke ich so voll alt und dann hat es einen Stecker. Also ist doch nicht so viel alte sowjetisches Zeug und Kunst wie gedacht. Ja, es mischt sich irgendwie sehr mit so neuem Ramsch. Also so Sonnenbrillen, irgendwelche neuen Spielzeuge, Postkarten, billige gedruckte Gemälde. Also ja, nichts, wo man jetzt mal so gucken kann und vielleicht auch noch ein bisschen was über die Geschichte des Landes mehr lernt oder so, weil es halt so durchmischt ist. Also es gibt ein paar alte Sachen hier, aber da muss man schon sehr viel Energie aufbringen, um die dann zu suchen und zu gucken, was das ist und so. Und dafür ist es einfach gerade viel zu heiß und viel zu voll und zu chaotisch und zu reizüberflutend. Jetzt sind wir beim nächsten Touri-Highlight der Friedensbrücke. Und hier werden hauptsächlich Bootstouren, also eigentlich alle Menschen, die hier drauf sind, verkaufen Bootstouren auf diesem Fluss. Ja, das wollen wir nicht machen. Wir sind jetzt langsam wieder auf dem Weg zurück zum Van, sind auch schon den ganzen Tag, also schon echt lange unterwegs und so langsam tun die Knochen und Beine weh. Haben aber noch ein Highlight heute Abend geplant. Wir probieren nämlich eine georgische Spezialität und da soll es ein richtig geiles Restaurant ganz in der Nähe von unserem Platz geben. Wie cool das aussieht. Und sowas hat man echt nur, also haben wir noch nie irgendwo gesehen. Ich würde sagen, so Georgien hat schon einen sehr eigenen Stil irgendwie mit diesem Holzfassaden und dann irgendwie immer Weinreben und Weintrauben und alles. Schon sehr speziell und schön. Und kaputt. Ja, leider kaputt. Aber das habe ich noch nie irgendwo so gesehen. Geil. Und dann auch sehr georgisch sind überall diese Gasleitungen.
Was essen wir? Shibuki? Khinkali. Khinkali. Wir haben uns ja schon oft gefragt, ob Leute sich dann ein bisschen wundern, dass plötzlich in ihren Restaurants und lokalen Restaurants so viele Touris auftauchen, weil wir haben diese Empfehlung auch über Park4Night gefunden und ich glaube, ich habe schon ein paar bei Social Media gesehen, die auch hier waren und das gleiche gilt ja auch für unseren Stellplatz. Also der Stellplatzwächter, also das ist ein Friedhof und wahrscheinlich wird der Wächter sich auch denken, warum kommen hier plötzlich dauernd irgendwie Camper? Aber trotzdem ist es auf jeden Fall lustig, jetzt hier mitten auf so einem Hof zu sein, in einem Restaurant, was wahrscheinlich sonst vor allem von Locals benutzt wird. Jetzt wollten wir mal georgische Limonade ausprobieren und die Sorte, was hatten wir uns ausgesucht? Lemon gab es nicht mehr, also Zitrone und jetzt wurden uns andere vorgeschlagen und ich habe jetzt keine Ahnung, aber ganz cool, georgische Getränke auszuprobieren. Getränke. Ui. Geil. Cheers. Schmeckt einfach nach süßem Wasser. Ja. Mit ein bisschen Frucht. Aber geil. Nach so einem Tag, ey. Uiuiui. Viel gelaufen. Hast du deinen Schrittzähler angehabt? Ja. 12.000. 12.000 Schritte. Also das ist jetzt Khinkali, ein sehr traditionell georgisches Gericht, das wir die ganze Zeit noch nicht gegessen haben und das wir jetzt hier in Tiflis das erste Mal probieren. Das gibt es mit ganz verschiedenen Füllungen, also natürlich mit Fleisch, mit Käse, mit Kartoffeln und Pilzen. Ja, und wie gesagt, wir haben diesen Ort hier empfohlen bekommen und werden es jetzt mal probieren. Ganz gut, ne? Schon faszinierend, dass es überall auf der Welt irgendein Gericht gibt, was einfach gefüllte Teigtaschen sind. Tortellini, Dumplings, Pierogi. Ja, das gleiche haben wir in Polen gegessen, das gleiche habe ich schon in China gegessen. Mehr oder weniger. Aber simpel und gut. Ein Granatapfelbaum. Finde ich schon gut, ja, ne? Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so Expertin. Darf man die mitnehmen? Sieht nach einem sehr öffentlichen Baum aus. Ich glaube jetzt nicht, dass den jemand benutzt. So, jetzt sind wir auf dem Nachhauseweg und werden wahrscheinlich morgen wiederkommen, weil es günstig war und lecker und so mega lokal. Also, weil wir sind ja hier jetzt echt von unserem Parkplatz noch ein bisschen weiter nach oben gelaufen, weil der Parkplatz ist auf so einem Berg und sind hier voll in einer, ich würde schon schätzen, nicht so super Touri-Gegend. Nee. Und ja, das war richtig gut. Solche Orte sucht man doch auf Reisen, wo man nicht so zugeballert wird mit Touri-Scheiß. Weil man hätte die natürlich auch in der Stadt essen können, dann wären sie aber teurer gewesen und da sind halt diese Restaurants total überlaufen. Und das Klischee sagt ja auch, dass es dann viel besser ist. Und die haben die jetzt so 6 selbst direkt für uns selbst gemacht. Und es war richtig gut. Also 3 so Dinger machen einen auch ganz schön satt. Übrigens ist der Stellplatz hier richtig gut irgendwie. Also er ist ziemlich nah am Stadtkern. Also klar, man muss irgendwie den Berg runterlaufen und ist nicht sofort in der Innenstadt. Aber es ist relativ nah, finde ich. Man hat jetzt nicht super krass Ruhe, weil wir sind immer noch in der Hauptstadt und hier läuft auch eine Schiene lang. Also hier ist ein Zug nachts. Aber trotzdem ist es irgendwie gut, weil man ziemlich schnell überall hinkommt. Hier ist eine der Hauptattraktionen von Tiflis, an der man sofort ist. Man hat abends irgendwie so einen geilen Blick über die Stadt, das hatte man auch noch nicht und hat auch voll trotzdem nochmal das Gefühl, so ein bisschen ja, außerhalb vom inneren Teil der Stadt zu sein. Also es gibt schon immer noch ein bisschen Gefühl von Ruhe. Und da seht ihr so den Zaun von so einem Friedhof und da sind immer Parkwächter, sprich der Parkplatz ist quasi auch bewacht, was mega praktisch ist. Und wie ihr seht, ist der Platz auch bei anderen sehr beliebt. Bei Benny. Benny goes overland. Die haben uns voll nett heute früh Puri gebracht. Das war nett. Ist jetzt so ein bisschen absurd, aber ich werde mich jetzt hier mal kurz abduschen. Ich nutze die Gunst der Stunde, weil gerade keine Touribusse hier sind. Die kommen ja auch zwischendurch hin, sondern nur Camper sind. Also es ist auch ein bisschen Campingplatz-Feeling hier. Aber es ist super heiß und wir haben ja diesen tollen Anschluss. Das heißt, einfach kurz mit Seife und kaltem Wasser abduschen, um dann ein bisschen kühler ins Bett gehen zu können.
Guten Morgen, wir sind gestern Abend noch zu diesem Stellplatz gefahren. Das ist in der Nähe von dem iranischen Konsulat oder der Botschaft. Und da gehen wir jetzt hin und wir müssen die Daumen mitdrücken und hoffen, dass wir unser Visum in den Pass bekommen, damit wir dann offiziell demnächst in den Iran einreisen dürfen. Heute ist der Tag gekommen. Wir laufen zum iranischen Konsulat. Wir haben alle unsere Papiere dabei. Outfits, die wir gleich noch anziehen. Kopftuch. Das wir extra gekauft haben. Und sind mal gespannt. Es ist jetzt kurz vor 9, es macht um 9 auf. Wir stehen dann da pünktlich und hoffen, dass das alles gut läuft. War ja klar, dass das nicht ganz so einfach ist. Wir waren da jetzt drin. Es war sowieso erstmal lustig, weil wir natürlich die Schrift nicht lesen können. Aber wir sind dann einfach dann so diesen Pfeilen gefolgt und jetzt muss man da auf den Knopf drücken, um die Nummer zu ziehen. Aber jetzt müssen wir erstmal, wir haben so einen Zettel bekommen, müssen jetzt zu einer Bank gehen und da Geld einzahlen auf ein Konto und dann mit der Quittung wiederkommen. Ja, das ist halt ein bisschen komplizierter mit dem Iran und Finanzsystemen und so, weil die, glaube ich, von vielen Finanzsystemen so ausgeschlossen sind. Deswegen muss man das jetzt über so Umwege machen und kann halt nicht mal eben mit Karte in der Botschaft zahlen. Ja. So, wir sind bei der Bank, aber die Bank hat natürlich noch nicht auf. Die macht in einer Viertelstunde auf. Na gut. Miau. Die bei der Bank konnten uns jetzt nicht so wirklich helfen. Die wollten, dass wir dann so einen Account eröffnen und dann kann man dann irgendwie was einzahlen. Aber das dauert natürlich dann auch wieder ein paar Stunden und wer weiß, was das dann kostet. Deswegen machen wir jetzt einfach eine Online-Überweisung, weil wir haben ja die IBAN, wir haben jetzt diesen BIC herausgefunden. Ist vielleicht am einfachsten. Hoffentlich klappt das. Aber es ist echt schon wieder, ich verstehe nicht, wenn es so kompliziert ist. Ja. Aber ich meine, es ist halt auch andere Länder, vielleicht ist Online-Überweisung ja nicht so ein Ding, die haben nicht so richtig verstanden, was wir wollten. Naja. Rate mal, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Van, weil wir da noch Bargeld haben, also Euro, weil es stellt sich heraus, dass man auch mit Bargeld zahlen kann. Ja, wir wollten dann einfach online überweisen, aber dann war das bei dir nicht freigeschaltet. Jetzt dauert das noch eine Stunde, bis es freigeschaltet ist. Ja, und dann dachten wir, gehen zurück, fragen nochmal, ob man nicht auch mit Bar zahlen kann und Bescheid zu geben. Ja, der Pförtner meinte jetzt, es geht. Wir holen jetzt mal Bargeld und hoffen mal, dass es klappt. Also ja, wieder alles ein bisschen komplizierter oder also bürokratisch oder nicht bürokratisch. Aber da müssen wir jetzt einmal durch und dann sind wir froh, wenn wir es irgendwann geschafft haben. Das haben wir auf unserer Reise auch schon oft gemerkt, dass wenn einem Leute irgendwas erzählen, dass das 50-50 dann doch nicht so ist. Und so war es diesmal auch. Das heißt, wir mussten dann wieder doch zu dieser Bank rennen und dann doch dieses Bankkonto eröffnen. Ja, ich bin da jetzt irgendwie registriert. Dazu braucht man auch eine georgische Handynummer, weil ich dann so einen Code darauf gekriegt habe. Und dann mussten wir Euro der Bankberatung da der Frau geben. Und die hat das dann halt, dann wird das jetzt überwiesen an das iranische Konto. Ja, man konnte das nur in Euro zahlen. Und das dann halt in Bar, was auch so, also dass man da dann nicht bei der Bank das mit Karte irgendwie zahlen kann. Ja, und das hätten wir halt alles auch schon die letzten Tage alles machen können. Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass das erste Mal, als wir heute bei der Bank waren, die Person gesagt hat, das dauert 1 bis 3 Stunden, bis diese Registrierung durch ist. Und wir deswegen dachten, weil das Konsulat oder die Botschaft hat nur irgendwie bis 12 Uhr auf und wir dachten dann, ja, das wollen wir da nicht machen, weil dann schaffen wir das ja nicht. Und jetzt waren wir aber das zweite Mal da und da meinte die Person dann, das dauert 10 bis 20 Minuten und es hat auch nur 10 bis 20 Minuten gedauert, bis dann diese Registrierung durch war. Es hat nichts extra gekostet. Hätten wir das gewusst, hätten wir das von vornherein direkt gemacht. Aber ja, wir hätten jetzt auch gedacht, man kann einfach mit Karte zahlen, kann man halt nicht. Deswegen war das jetzt alles ein bisschen hin und her und wir gehen morgen nochmal hin, haben jetzt diese Quittung und kriegen dann hoffentlich einfach das Visa. Ja. Und jetzt sitzen wir ja irgendwo am Rande der Stadt. 35 Grad hier drin. Um diesen anstrengenden Tag jetzt wenigstens halbwegs toll zu beenden, haben wir jetzt hier selbstgemachte vegane Burger aus Kidneybohnen, Zwiebeln, Haferflocken. Wenn das nicht gut aussieht. Ich weiß nicht, wie ich das essen soll. Das ist so groß wie mein Kopf. Scheiße.
So, es ist der nächste Morgen. Wir waren jetzt gerade bei der Botschaft und jetzt haben wir unsere immer noch gar nicht die richtigen Visa. Wir dachten, wir kriegen das jetzt so schön in den Reisepass eingeklebt, aber nee, es ist quasi immer noch das E-Visa. Genau das gleiche wie vorher, nur dass da jetzt draufsteht, dass wir bezahlt haben. Ja, und dass wir ab jetzt, also hier steht, dass das jetzt halt am 30.08., das ist heute, haben wir das bei der Botschaft vorgelegt. Und ab jetzt haben wir 90 Tage, die wir einreisen können. Und innerhalb dieser 90 Tage dürfen wir dann 45 im Land bleiben, wobei man das dann im Land vielleicht verlängern kann. Aber ja, das heißt, wir kriegen dann das richtige Visa, was ja auch Sinn ergibt, weil dann kriegt man ja den Stempel, wenn man einreist, kriegen wir dann an der Grenze. Mhm. Aber dann haben wir es jetzt geschafft. Sind froh, waschen noch Wäsche und dann nichts wie weg hier. Ja. Es wird schon wieder heiß. Ja, 6 Tage Tiblis reicht auch.